Willkommen zurück zu meinem Let's Play Life is Strange. Ich habe jetzt, muss ich jetzt am Anfang gleich nochmal sagen, die Einstellung für das Mikro nochmal geändert. Ich hoffe, das passt jetzt so, dass meine Stimme besser zu hören ist und trotzdem das Rauschen nicht da ist. Die erste Folge, die ich rausgebracht habe, das war ein bisschen leise. Man kann es natürlich durchaus verstehen. Aber ich hoffe, dass ich das jetzt nochmal verbessert habe, das Ganze. Wie gesagt, ihr sollt ja auch zufrieden sein mit dieser Aufnahme. Deswegen jetzt, nach über einer Stunde der ersten Aufnahme, die zweite Aufnahme. So, dann legen wir auch gleich mal los. Hier haben wir noch immer die vermissten Poster. Wir können uns das gerne wieder ansehen, aber es wird immer das Gleiche sein. Rachel Amber. She looks so hopeful and pretty. I wonder what happened to her. Da bist du nicht die Einzige, die sich das fragt. Wir wollen das natürlich wahrscheinlich auch rausfinden. Wird wahrscheinlich unsere Aufgabe sein. So, wir drehen uns mal ein bisschen hier rum. Wie gesagt, ich habe immer noch weder Controller noch eine vernünftige Maus, sondern nur das Mauspad und die Pfeiltasten. So, wo wir schon mal hier sind, wir gehen jetzt einfach mal quer hier rüber. Ja, hier kommen wir nicht lang. Da liegt eine Göre im Weg sozusagen. So, wir können mit Hayden reden. Aber erstmal gucken wir uns Hayden mal an. There's Hayden in his Vortex Club harem. He sure is living the dream. Ja, wenn man auf Frauen steht, dann mit Sicherheit. Hey, Hayden. There she is, the retro selfie master. That's me, all right. You look relaxed as usual, Hayden. It's a skill one cultivates at Blackwell, especially when one represents the Vortex Club. Not to boast. So, wir fragen sie gleich mal über den Vortex Club aus. What the hell is the Vortex Club anyway? Seems so elitist. Only if you're not cool enough to get in. And it doesn't hurt your resume. If you say so. I do. But you should actually come hang with us one night, then you wouldn't be so inclined to gossip. You mean hang with the Vortex Club? That sounds like a setup to a horrible prank. Chillax, paranoia girl. We're not that desperate for fun. We know how to do that on our own. It seems weird to think about partying with all those Rachel Amber posters up. You're high. Rachel used to hang out with us too. She was a blast. Smart, not bitchy like, you know. Ja, damit kann er eigentlich nur Victoria meinen. Wir fragen mal weiter über Rachel. So, you knew Rachel Amber? I knew she liked to party. Fun to be around. Oh, yeah, and she was hot. Da können wir gleich mal fragen, was das war zwischen Victoria und Rachel. Did Victoria like Rachel? She seems like the jealous type. Don't think you know Victoria so well. She respected Rachel, even if she didn't act like it. Und das muss ich ehrlich gesagt gestehen, kann ich mir überhaupt nicht vorstellen, dass eine Person wie die Victoria Rachel akzeptiert. Vor allem, weil diese Rachel ja anscheinend ein richtiger Männerschwarm war, wenn ich das hier so sehe oder so höre. Deswegen kann ich mir das überhaupt nicht vorstellen, dass Victoria da nicht, dass sie die akzeptiert hat. Sie wird was gegen sie gehabt haben. Da gehe ich eigentlich jede Wette jetzt schon ein. What do you think happened to her? Whatever happens to people who disappear without a trace. Ja, das war jetzt meine Antwort. Also, wie gesagt, er weiß es natürlich selber nicht. Rachel was actually a member of the Vortex Club? No. Rachel was like her own club. She was actually too cool for us. And I'll deny I ever said that. Okay, also Rachel war zumindest sogar beim Vortex Club ziemlich angesehen, obwohl sie nicht dazugehört hat. Sie war anscheinend noch eine Stufe darüber von ihrer Lobby her. Okay, dann fragen wir jetzt mal nach Nathan Prescott. Do you really want Nathan Prescott to represent? Oh, please. Nathan is like everybody's voodoo doll. Kill the rich kid. He's all right and a fun guy to hang with. Fuck the haters.
Ja, er wirkt labil natürlich. Also er hat eine Waffe in der Schule gehabt und hätte ja ein Mädchen erschossen. He seems genuinely unstable to me. Nate has his extreme moments, but don't we all? I don't know yet, Hayden. Let's talk later, Hayden. Bye, Max. No, I have to get my chemical on and study. We should get you and Dana out one night. Ja, weiß ich nicht, ob ich das will. Naja. Also wie gesagt, dieser Nathan Prescott, das ist... Also das ist heftig, ist das. Das ist auch nicht mehr damit zu I better read entschuldigen. Warren's text before he blows my phone up. Ja, bla bla bla. Was ich halt noch sagen wollte... Okay. Jetzt habe ich außerdem anscheinend einen Knopf gedrückt, den ich eigentlich gar nicht drücken wollte. So, dann gehen wir wieder hoch. Das hatten wir. Hier, da wo es blinkt, das ist die nächste Nachricht. Hi Max, kannst du meinen Stick mitbringen? Brauche Info und Platz. Hallo? Sorry, bin spät dran, verrückter Tag. Ich sehe dich auf dem Parkplatz. Bin cool, wirst schon sehen. Meine Kamera ist bereit. Bis gleich, hoffentlich. Ja, aber bevor wir auf den Parkplatz gehen, ist klar. Okay, I better get to my dorm and grab that flash drive. Müssen wir genau zum Wohnheim und da den Stick herausholen. Drücke Tab, um dein Tagebuch zu öffnen. Wir haben wieder neue Einträge. Und ich muss jetzt ganz ehrlich sagen, ich weiß überhaupt nicht mehr, wo wir waren. 11 vielleicht? Ich glaube, ab hier müssen wir weiterlesen. Also könnt ihr ja machen, wie gesagt. Für mich ist das eher uninteressant. Wie gesagt, ich überfliege das ja. Das sind eigentlich immer nur die Zusammenfassung von dem, was sie gerade erlebt hat. Könnte vielleicht interessant sein, wenn man irgendwo nicht mehr weiter weiß. Vielleicht dann irgendwo eine Information rausholen. Aber so, also, wir haben das ja alles miterlebt. Deswegen muss ich das jetzt nicht nochmal lesen. Und hier haben wir das mit Nathan Prescott. Das könnt ihr auch nochmal lesen. Wie gesagt, einfach auf Stopp drücken, wenn es euch zu schnell geht. So. Ich habe gerade irgendwas über Nathan gesagt. Jetzt weiß ich das nicht mehr, was ich gesagt habe. Aber es ist jetzt auch egal. Es gibt ja eigentlich noch ein paar Möglichkeiten, denke ich. Gehen wir hier zu Dings. Zu Brooke. Jetzt müssen wir... das ist genau die Sache. Wir gucken sie uns mal an. Brooke actually has a drone? Anscheinend. Hi, Brooke. Let me guess. You want to fly my drone? Ja, klar. I'd love to. I love planes and balloons and... This is neither. Do you know what a drone really is? A weapon, right? You read too many conspiracy sites. This might be too complicated for you. Funny. Warren said you were smart. Please, step back. Eieiei. Jetzt können wir an die Tasche daran, sehe ich gerade. Da lief gerade ein Eichhörnchen. Und wir müssen ein Foto mit der Eichhörnchen in der Dose machen. Aber ich weiß nicht, wo wir das machen sollen. Wir müssen ja eigentlich nochmal rumlaufen und gucken, ob wir irgendwo eins finden. Wir suchen hier gleich mal. What a complicated name for such a tiny drone. Okay. Drohne ist also eine High-Fly Evo B400. Und das ist eine Information, die wir anscheinend brauchen können. Ich spule mal zurück. Hat das jetzt schon gereicht? Schon recht. Sorry, Max. I have to focus on making sure this drone doesn't crash. Das hat noch nicht gereicht. So, aber das reicht jetzt. Hi, Brooke. Let me guess. Bla bla bla. Genau, und jetzt können wir nämlich sagen, was das für ein Ding ist. That looks like a high-fly drone. Model B400 EVO. Now, that's a nice piece of tech. You're full of surprises. Why would you know that? I love aerial photography. Drones are perfect for that, especially those with great range. It's a new era of images. Most impressive, Max. Warren said you were multifaceted. Here, give the drone a whirl around campus. Cool.
Jetzt dürfen wir die Drohne fliegen. Gucken wir einfach mal. Vielleicht können wir hier auch irgendwelche Motive sehen. Ich habe jetzt allerdings nicht mehr so viel... weiß nicht mehr die ganzen Motive, die wir noch fotografieren müssen. Wow, ja. Das war knapp. Uiuiui. Aber sie hat's drauf anscheinend. Sie kann mit der Drohne umgehen. Da haben wir die Skateboardfahrer. Hier irgendwo könnte das vielleicht sein mit dem Dings. Mit dem zerbrochenen Skateboard. Das war gerade ein Gesicht mit Bart. Also ich weiß, dass wir da irgendjemand fotografieren müssen mit einem Bart. Könnte das die Statue gewesen sein? Wie komme ich denn hier wieder raus? Ah, alles klar, mit Leertaste. Gut, bevor ich das wieder verraffe, gehen wir hier mal hin, zu diesem Brunnen hier. Oh, ich bin so gut. Guckt euch das an. Foto. Erstmal gucken wir uns das an. Hier ist tatsächlich das Foto zu machen. I bet the Blackwell founders would shit cats if they saw today's student body walking around like zombies on their phones. Genau. Wir machen da aber trotzdem ein Foto von. So, Tab Tagebuch. Da ist es, das Foto, das zweite Foto. Perfekt. So, dann Skateboard, das Eichhörnchen. Wir müssen das irgendwie finden, ey. Ich will versuchen, alles zu kriegen. Alles. Hier haben wir noch Münzen. This is a great image. All those rippling green coins. I hope everybody got their wish. Wenn das so ein tolles Bild ist, wieso macht sie kein Foto davon? Gut, es ist jetzt nichts, was wir fotografieren müssen, was gesucht wird. Das Springboard an sich können wir uns auch nochmal angucken anscheinend. Nee, doch nicht, wir können uns hinsetzen. Gucken wir einfach mal. This day has been so insane. Everything is happening too fast. And none of it makes any sense. These visions, this power. I keep expecting to wake up one more time. But if this is a dream, then I'm not asleep. Which means somehow I did rewind time. So there has to be a reason. And I have to find out why. Das ist die große Frage. Warum hat sie diese Kraft bekommen? Ist das jetzt einfach nur so oder hat es einen Grund? Gibt es dafür einen wichtigen Grund, dass sie das kann? Wir hoffen, das natürlich herauszufinden. Aber es ist schon krass. Also ein sehr aufregender Tag für unsere Max. Hat einen Mord verhindert, dadurch, dass sie die Zeit zurückdrehen kann. Sie hat heute sehr viel erfahren schon über sich. Und wir natürlich auch, haben auch einiges über sie erfahren, haben einiges über ihre Kolleginnen und Kollegen erfahren. Da gibt es einige, die sind sehr nett, da gibt es andere, wie zum Beispiel Nathan oder Victoria, die tun sich durch Mobbing hervor, sind teilweise, wie jetzt Nathan, sehr labil. Wie gesagt, wir konnten ja einen Mord an dieser Schule verhindern durch Nathan. Aber ganz ehrlich, der braucht Hilfe. Wer bringt denn eine Waffe mit in die Schule? Gut, das ist Amerika, klar. Aber wer bringt denn eine Waffe mit in die Schule, wenn er noch klar im Kopf ist? Meine Meinung ist ganz einfach, das kann nicht sein, sowas. Schüler, die eine Waffe mit in die Schule bringen, das klingt jetzt so doof, wenn ich sage, die haben Schaden im Kopf, aber also normal sind die nicht, denke ich. Normal sind die nicht. Da muss irgendwas falsch gepolt sein im Kopf. Weil du bringst doch eine Waffe in die Schule nicht einfach nur so mit. Wenn du eine Waffe mit in die Schule nimmst, du willst sie wahrscheinlich auch einsetzen, wenn du das machst. Das heißt,
Also ganz ehrlich, das... Naja, okay. Und so einer, wie gesagt, so einer repräsentiert eine der wichtigsten oder die wichtigste Gruppe auf der Schule hier, den Vortex Club. Einfach dank seiner Eltern wahrscheinlich, weil die reich sind. Das ist schon krass. Aber wie gesagt, wir haben eine Menge erfahren bisher schon. Und wir sind erst am Anfang des Spiels. Natürlich gibt es noch viele, viele, viele Fragen wie die ich am Anfang gestellt habe. Warum haben wir diese Kraft? Was ist mit Rachel Amber? Ich nehme an, dass wir da auch einiges herausfinden werden, denn wir werden mit so vielen Hinweisen immer wieder auf diese Rachel gestoßen, das verschwundene Mädchen, das vor einem guten halben Jahr, vor gut 6 Monaten einfach verschwunden ist und nie wieder aufgetaucht ist. Das sind Fragen über Fragen, die es rauszufinden, deren Antworten es zu finden gilt. Gut, es war mal jetzt ganz schön eine kleine Pause hier zu machen. Wir stehen wieder auf. Ich nehme an, dass man das öfter machen kann, sowas. Sich einfach irgendwo hinsetzen, bisschen verschnaufen. Ich würde das auch ganz gerne nutzen. Jetzt nicht jedes Mal oder so, aber wenn es dann eine Menge neue Gedanken oder sowas gibt, irgendwann nochmal eine kleine Zusammenfassung oder sowas, das ist schon ganz nett so. Könnt ihr auch in die Kommentare schreiben, wie ihr das findet, ob ihr das so haben wollt. Ich kann es natürlich auch lassen, ich würde es aber trotzdem ganz gerne machen, weil es vielleicht auch für einige Leute eine ganz interessante Zusammenfassung ist, die sich vielleicht nicht mehr an alles erinnern können. Und das ist vielleicht auch eine Anregung, sich selber mal Gedanken zu machen über das Ganze. Über das Spiel an sich. So, dann sind wir hier, haben wir wieder das Vermissten-Poster. Wie gesagt, brauchen wir uns jetzt nicht angucken. Was haben wir hier noch? I could go for a burger now. Ein Burger? Aber ja, einen Burger könnte ich jetzt auch essen. So, das lese ich mal vor. Auf der Suche nach Maggie und Abenteuer. Wirf den 20-seitigen Würfel. Schließlich der Spielgruppe der Blackwell-Wissenschaftler an. Jeden Mittwoch im Wissenschaftssaal 15:15 Uhr. Spiel der Woche wird noch angekündigt. Basiswissen zu Spielregeln und Etikette erwünscht. Cosplay und Mädchen willkommen. Hungrig? Das Two Whales Diner, der beste Burger Oregons. Gut. Hier haben wir Justin. Den reden wir mal Yo, an. Justin. Check out the Max. Come to thrash? Oh ja. Escape natürlich immer. Oh yeah? Bring it. What's your first move gonna be? Jump? You're such a poser. If you can't even name a simple nose slide or a tray flip, you should walk on. Jo, da können wir wieder zurückspulen. Machen wir das mal schnell. Yo, Justin. Check out the Mac. Schnell. So, dann zeigen wir mal, was wir wissen. I came to nose slide. But I'd love to see somebody do a tree flip. Oh, sick. You're not a poser. Nah, I just can't skate worth shit. Oh, check it. We're gonna destroy some rails for you. What do you want to see? No Slide oder Tree Flip? Ich will Tree Flip sehen. Go for a tree flip. Let's get Trevor all over that action. Ah! Oh, das ist schmerzhaft. Das ist schmerzhaft. Wir gehen mal hin. Können wir dem vielleicht helfen? Wir können ein Foto machen. Das ist das kaputte Skateboard. Also es handelt sich nicht wirklich um ein kaputtes Skateboard. Ich mache ein Foto. So, damit haben wir den nächsten Eintrag im Tagebuch. Ja, die ersten 3 haben wir. Ich sollte meine Aussprache ein bisschen verbessern. Haben wir jetzt da. Ich weiß nicht, das sieht mir danach aus, als ob es der Reihe nach irgendwie geht. Das Eichhörnchen mit der Dose ist das nächste. Und ich habe hier ein paar Mülleimer gesehen. Ich vermute mal, wir müssen uns da in der Nähe eines Mülleimers nach einem Eichhörnchen umgucken. Können ja mal hier gucken. Hier ist kein Eichhörnchen. So, wer sitzt hier? Ach, der Dings, der David war das? Nee, Daniel. Daniel. Gucken wir uns den mal an. Daniel is always drawing something.
He makes me look like an extrovert. Ja, und Daniel ist auch einer von denen, die es nicht so einfach haben auf dieser Schule. What's up, Daniel? Oh, hi Max. Could I ask you a question? Would you mind letting me sketch you? I do put my sketches on Facebook though. Wollen wir das machen lassen? Ja klar, ich glaube für ihn wäre das schön. Wir tun ihm den Gefallen. I'd be honored, Daniel. Makes me feel like a muse. Funny, you should say that. I was just thinking about my real muse. Rachel Amber. Auch er kennt sie anscheinend. You knew her? No, but once she asked me to draw her portrait. Oh, she was a natural. Wer weiß, was mit ihr passiert. Ich bezweifle das. So what happened to her? There's gotta be a story. She just stopped coming to class. Some people said she ran away. Some say she jumped off a cliff. I just hope she's okay. Hard to avoid her posters all over campus. Kills me to see her sweet face used as a crime photo. Ah, she had a good heart. Okay, why don't you start drawing me? Even though I must be a step down from Rachel. No way, you're a good substitute, Muse. Okay. Oh, that's a good posture. Also wie gesagt, wir haben jetzt wieder was über diese Rachel erfahren. Sie war ein sehr, sehr beliebtes Mädchen auf dieser Schule anscheinend. Good. Und trotzdem nicht abgehoben anscheinend. Sie war freundlich zu allen. Was das Ganze natürlich noch bitterer macht um ihr Verschwinden. Best portrait ever. Wo ist sie hin? Wo ist diese Rachel hin? So plötzlich. Diese Tat wird Konsequenzen haben. Ich nehme an, weil wir ihm erlaubt haben, das zu zeichnen und er wird das bei Facebook reinstellen. Aber es soll uns jetzt mal egal sein. So, hier haben wir noch ein Graffiti. Clever. Ja, genau. Vortex Club Sucks. Ist klar. Hat jemand geschrieben, der den Vortex Club nicht abkann. That's Luke Parker. Zachary pushed him into a locker last week. Go Bullies. Hier haben wir den nächsten, der anscheinend ja, zu den Opfern gehört. Hello? Max, I don't feel like talking. Ich möchte nicht reden. What's wrong? Nathan Prescott, little rich bitch kid. He thinks he can own people like his parents own Blackwell. Like he owns the Vortex Club. Yes, he's a nasty piece of work. You know him. Sollen wir das sagen, dass wir ihn gemeldet haben? Ich meine jetzt, das Ding ist ja vorhin, der Rektor hat uns ja eigentlich nicht mal geglaubt. Aber warum sollte er uns nicht glauben hier? Er scheint ja den nächsten auch nicht abzukönnen. Das Ding ist bloß, ich weiß nicht, was passiert, wenn wir jetzt einfach so wenig oder ohne aufzupassen einfach mit diesen Infos rauskommen, die raushauen. Ist ja egal. Wir können ja zurückspulen. I busted him today with a gun. What? Seriously? I saw him wave a gun around today and I went to the principal. We'll see what happens next. You are my new hero. Finally, karma comes to Blackwell. Okay, das war jetzt wahrscheinlich nicht so schlecht. Haben wir bei ihm anscheinend an Ansehen gewonnen, wobei er jetzt nicht unbedingt einer von denen ist, die zu den Helden der Schule gehören, mehr oder weniger. So, hier haben wir Evan. Evan's portfolio always looks so uber pro. I'd love to see his photos in there. Okay, also Evan's portfolio das hatten always wir, looks bla, so bla. uber pro. so, wir müssen hier I'd hin. love to see his photos in there. I think his name is Evan. He always looks so intense. Sprechen wir einfach mal mit ihm. Hey, Evan. Mind if I check out your cool portfolio? Let's see if you're worthy of it, Max. You'll have to answer a simple question. Who photographed the famous falling soldier? Da kenne ich mich überhaupt nicht aus. Eugene Smith, Steve McCurry, Robert Dosno. Ich nehm einfach mal Robert Kappa. Robert Kappa, of course.
I love his work, despite the controversy about that photo. My. This Oh. quiet child knows things. That's why I'm here. Das war richtig. You're a kindred spirit, Max. Would you care for a perusal of my portfolio? It's not a privilege I grant to many. I'd be honored, sir. Okay, wir dürfen jetzt das Buch uns angucken. Das These Port- photos are great. And Rachel Amber's face is mesmerizing. Hier haben wir auch wieder diese zeichnerische Aufmachung der Fotos. Ich finde das, muss ich ehrlich sagen, ich finde das cool. Also ich mag das irgendwie. So. Gut. Gehen wir mal weiter. Ist hier noch irgendwo was? Nur Mauer. So. Also es dauert ja, wie gesagt, wir sind eigentlich gerade aus der Dings raus vorhin, aus der Tür. Bisher sind wir nur auf dem Hof hier geblieben und haben jetzt schon wieder 25 Minuten rum. Viel geschafft haben wir anscheinend nicht, aber egal. Wie gesagt, ich habe ja gesagt, ich will alles so ein bisschen mir angucken. Miss Grant sure is dedicated to that petition. Sprechen wir mal mit ihr. Hi, Miss Grant. Excuse me, Max. I know everybody loves being asked to sign a petition. But would you do Miss Grant a favor and hear me out? Ja, natürlich, wir hören ihr mal zu. Sure, I always have time for you. What's the petition? David Madsen, our chief of security, wants to put surveillance cameras all around the campus. Oh. Halls, classrooms, gym, dorm rooms, etc. Blackwell Academy should be a high school, not a high-security penitentiary. Da hat sie vollkommen recht. Das hätte Rachel helfen können. Also, jetzt ganz ehrlich, das hätte Rachel helfen können. Das scheint für mich so eine Art Hinweis zu sein, dass sie von der Schule verschwunden ist. Nicht irgendwo außerhalb, nachmittags oder so in ihrer Freizeit, sondern sie war wohl auf der Schule. Aber woher sollen wir das wissen? Andernfalls, vielleicht ist das auch nur so eine Vermutung, die sie hätte. Oder ich glaube, nee, ja, ich denke nicht, dass das Rachel hätte helfen können. Denke ich. Wir fragen mal nach David Madsen. David Madsen doesn't need another excuse to harass students here. Max, this isn't about personalities. This is about protecting civil rights and our school's legacy of freedom. Blackwell Academy has a noble heritage, from the Native Americans who founded this land to the pioneers who shared it in peace, not fear and violence. Da hat sie aber auch recht. You know a lot about Blackwell for being the science teacher. Science is history, Max. And I have a secret wish to teach local lore and legends. There's a lot of unique facts about this you might really enjoy discovering. Now, before I assign you homework with this lecture, will you please sign the petition to keep our campus from going back to 1984? Wir unterschreiben das. Wir unterschreiben das auf jeden Fall. Absolutely. I don't mind security, but not pure surveillance. I knew you were my favorite new student at Blackwell for a good reason. Diese Tat wird Konsequenzen haben, das soll mir aber recht sein. Wär ja noch schöner, ganz ehrlich. Hier haben wir noch ein Plakat, sehe ich gerade. Haben wir uns das schon angeguckt? I would so be there if a Sasquatch actually did battle a Razorback. Nee, das haben wir uns noch nicht angeguckt. Können wir schnell lesen. Diesen Freitag, die Bigfoots lassen die Erde erzittern. The Bigfoots vs. The Razorbacks. 11. Oktober, Freitagabend, 19 Uhr, Blackwell-Platz. Komm als Bigfoot, gewinne einen Preis. Komm als Razorback und du landest auf dem Grill. Der war gut. Die beste Pizza in Arcadia Bay, ein Stück plus ein Getränk. 3,50 €. Steht leider nicht, wo es die gibt. Aber egal. So. Wir waren bei den Kameras gerade stehen geblieben. Das wäre, ehrlich gesagt, wäre ja noch schöner. Überall Kameras in der Turnhalle, in den Wohnheimen. Das hat schon irgendwie so eine Art... Das ist schon irgendwie pervers. Das ist so richtig Stalker-mäßig. Vielleicht sogar ein bisschen spannerhaft. Weil ich da jetzt nicht zu weit gehen will. Ich will das jetzt nicht sagen, dass es wirklich so ist. Aber es hat schon irgendwie was... And this is where the otters perform their aquatic magic. Genau. Es hat schon irgendwie was... Das ist voll... Das ist creepy, ist das. Also ganz ehrlich. Otter power? I'm so not there. Ja, wollen wir das mal durchlesen? Dann lesen wir uns natürlich auch nochmal durch.
Außer für das Otter-Schwimmteam. Otter sind flotter. Kannst du zum Sieg schwimmen. 6. bis 8. September 14 Uhr. Werde Mitglied eines der besten Highschool-Schwimmteams der Nation. Also auch sportlich kann sich die Schule durchaus sehen lassen. Otter power? I'm so not there. Habe ich das nicht gerade schon gelesen? Habe ich tatsächlich. Hä? Steht hier das Gleiche? Otter power? I'm so not there. Jetzt muss ich noch mal was gucken. Das ist doch ein anderes Poster. Was steht auf dem Plakat? They sure get a lot of mileage out of otter power. Habe ich anscheinend was Falsches gelesen. Peinlich, peinlich. Blackwell Academy, Otter sind flotter, Schwimmteam 2012, also schon etwas älter. So, wir gucken uns noch mal um. Irgendwo noch ein Eichhörnchen zu sehen. Nee, ich hoffe, ich habe das jetzt nicht verpasst. Da hinten haben wir noch ein Flugblatt, Vermisstenposter, wie gesagt, brauchen wir uns nicht angucken. I'm sure this poster has stopped millions of bullies. Zu viel Information, lebe in der Gegenwart. Naja. Ja, wie gesagt, ihr könnt euch das ja durchlesen, wenn ihr wollt. Ich brauche das jetzt nicht unbedingt. So, dann gehen wir mal hier lang. Warren's waiting for me and his flash drive in the parking lot, so I better get back to my dorm. Ach, ich muss auf die andere Seite anscheinend. Ich hätte jetzt gedacht, das geht hier lang. Wir können ja laufen, ne? Wir können laufen. Wir rennen mal. Ich finde das ein bisschen schade, dass man mit manchen Personen hier nicht reden kann. Hier haben wir Plakate noch. Ausstellungstafel. Wir gucken, was ist denn das für eine Ausstellungstafel? That's one of his famous shots. I love how it captures the moment. Ich nehme an, die redet jetzt wahrscheinlich von Mr. Jefferson. Was haben wir da hinten? Jetzt muss ich wieder drehen hier, so kompliziert. Das ist nix. Was haben wir da hinten noch für eins? Kann man das hier angucken? Auch nicht, aber wir können ja mit der Dings hier reden. Stella always looks so serious and dedicated. Good for her. Sprechen wir mal mit ihr kurz. Hey there, Stella. Hey, I know you. You're the new quiet girl in Jefferson's class. Isn't he incredible? Ja, wir sind ja von ihm im Moment ganz angetan, ne? I think so. We're lucky to have such a famous teacher. And I actually love his work. Me too. His New York urban stuff is great, but I'm glad he came back to his Oregon roots. Screw the East Coast elite. It must piss off those pretentious galleries that Mark Jefferson is teaching photography to us Blackwell hicks. Plus, he is pretty hot for an older guy. If Victoria wasn't all over him, I would definitely make a move. Jetzt, wo du es sagst, auf keinen Fall. Ja, wir fragen einfach mal nach Victoria. Victoria is pretty obvious. I don't think Jefferson is into her. I don't think she's closed the deal, but she's not the only player. Now, how do you know this? You have a lot to learn here at Blackwell. Rachel Amber absolutely had sex with him. Well, I heard that from a good source. Ist das auch schon wieder so ein Gerücht vielleicht? Ist die Rachel Amber vielleicht auch gemobbt worden? Als sie noch da war? Wir fragen mal nach Rachel. So, you knew Rachel? Not really. I saw her hanging with the other cool kids like Victoria. Not my kind of clique. But I heard insane stories about Rachel. Ja, da haben wir es wieder. Verrückte Geschichten, also Gerüchte, würde ich mal sagen. So, okay. Hier geht's wahrscheinlich raus. Dormitories, okay, hier sind wir richtig. Schön, brauchen wir uns jetzt nicht unbedingt angucken. Und raus zu den Wohnheimen. Come on, Logan, bring it, bro. Oh
Oh, hier hört man ja richtig fett Bass. So, und ich I need to guck... go to my room and return Warren's flash drive. Entschuldigung. Ich gucke gerade auf die Uhr und wir haben jetzt 35 Minuten rum, über 35 Minuten jetzt, etwas drüber. Das heißt, ich denke, ich setze hier wieder einen Cut, damit die Folgen nicht zu lang werden. Wir sehen uns dann in der nächsten Folge. Bis dahin, ciao, ciao. Sunshine for everyone, but as far as I